Hallo, mein Name ist Stefan Lehn. Ich bin wissenschaftlicher Angestellter hier beim LWL-Museum für Archäologie und zuständig für die Sonderausstellungen, damit auch für unsere jetzige Sonderausstellung zur Pest. Diese haben wir zwar geplant, natürlich lange bevor Corona aktuell wurde, deswegen erreichen uns jetzt aber trotzdem immer weitere Anfragen bzw. Fragen der Besucher, wie man denn letztendlich vielleicht Pest und Corona vergleichen könnte. Dazu kann man vielleicht grundsätzlich sagen, dass es eine direkte Vergleichbarkeit nicht gibt. Die Zeiten, in denen die Pest herrschte hier in Europa, also vor allem jetzt vom 14. bis zum 18. Jahrhundert, sind in gesellschaftlicher, politischer, medizinischer Hinsicht überhaupt nicht vergleichbar mit unserer Zeit. Das heißt also auch die Auswirkungen der Seuche waren ganz anders, als sie heute zum Beispiel bei gleichem Status gewesen wären. Auch verbietet sich eine Vergleichbarkeit durch die Tödlichkeit der Pest, muss man schon sagen. Es gab damals Verluste, gerade im 14. Jahrhundert, zwischen 25 und 75% der Gesamtbevölkerung. Zahlen, die bei aller Größe Corona bislang zum Glück nicht erreicht. Also auch das ist nicht wirklich vergleichbar. Und wie katastrophal das damals tatsächlich war, auch noch im 18. Jahrhundert, sieht man auch auf diesem Monumentalgemälde, das die Pest von Marseille 1720 bis 22 zeigt, wo halt wirklich die ganze Katastrophalität letztendlich dieser Seuche offenbar wird, mit den Menschen, die auf der Straße liegen, mit den Toten, die auf der Straße liegen, was uns jetzt zum Glück eben doch erspart bleibt. Was allerdings durchaus Ähnlichkeiten bietet, sind Verhaltensmuster bei den Menschen, auch bei den Regierungen, die eben zu solchen Zeiten typischerweise vielleicht auch durch die Jahrhunderte auftreten. Und zu diesen haben wir einige Beispiele eben bei uns in der Ausstellung, die wir Ihnen gerne zeigen möchten. Ein grundlegender Unterschied zwischen dem Pesterreger und dem Corona-Erreger ist sicherlich eben, dass das Pestbakterium ein Bakterium tatsächlich ist. Sieht vergrößert ungefähr so aus wie hier diese gurkenförmige Zeichnung, während natürlich das Bild, was wahrscheinlich jeder von Ihnen im Kopf hat, von dem Virus eher so wie ein Seeigel aussieht, natürlich auch schön bunt. Das heißt, wir haben also hier auch im naturwissenschaftlichen Bereich einen großen Unterschied. Bakterien sind natürlich anders als Viren aufgebaut und der größte medizinische Unterschied eben, heutzutage kann man Bakterien bekämpfen, indem man Antibiotika einsetzt, die aber gegen Viren eben nicht helfen. Das heißt, hier haben wir eine Möglichkeit, die Pest heute natürlich auch zu bekämpfen und zu heilen, während es bei Viren eben noch nicht funktioniert. Ein Verhaltensmuster, was möglicherweise auch schon vergleichbar ist, ist, dass sofern eine neue Krankheit noch nicht einen selbst betrifft, noch weit entfernt ist, man sich natürlich schon darüber informiert, aber dann auch mit so einem wohligen Schauder vielleicht, dass es eben andere betrifft und nicht einen selbst. Sowas gab es sicherlich eben auch schon in früherer Zeit. Und wir haben hier einmal ein wunderbares Beispiel, nämlich ein Guckkastenbild, das eben die Pest von Marseille behandelt, vor dem Monumentalgemälde, das die gleiche Kulisse hatte, habe ich gerade schon gestanden. Und das wurde angefertigt, um eben zum Beispiel auf Jahrmärkten in Deutschland gezeigt zu werden, wo sich die Leute eben die Auswirkungen der Pest in Marseille anschauen konnten, wohl in dem Wissen eben, dass das weit weg ist und einen nicht betrifft, aber eben die Neugier letztendlich befriedigt. Das Ganze gibt es auch literarisch, dass zum Beispiel Berichte erscheinen oder auch Erzählungen über solche Katastrophen, die dann eben auch in Ländern gut verkauft werden, die von der Pest nicht betroffen sind. Die Geschwindigkeit der Verbreitung der Pest im Mittelalter ist natürlich nicht mit den heutigen Ausbreitungsgeschwindigkeiten von Seuchen vergleichbar. Man hatte natürlich noch kein Flugzeug, mit dem man in Stunden und Tagen mit dem Schiff vielleicht auch noch diese Krankheit verbreiten konnte, sondern es war deutlich langsamer, was aber natürlich auch jetzt am Pesterreger liegt, der eben nicht von Mensch zu Mensch oft übertragen wird, sondern ein Wirtstier braucht und die bewegen sich natürlich dann nicht ganz so stark von Stadt zu Stadt. Wir haben hier einmal eine Tafel, eine Karte mit den Ausbreitungsgeschwindigkeiten des Schwarzen Todes in der Mitte des 14. Jahrhunderts, also von Süditalien bis in unsere Region hier, braucht es ungefähr 2 Jahre. Aber natürlich war die Information auch schon damals schneller als die Krankheit selber, genau wie es heute ist. Und so mussten die Leute, die hier in dieser Gegend wohnten, halt 2 Jahre lang mit dem unwohlen Gefühl leben, dass etwas Neues, nicht Heilbares auf sie zukommt, dass große Mengen der Bevölkerung infiziert und die auch daran sterben und man nichts dagegen tun kann. Das ist ein großer psychologischer Druck und in solchen Situationen versucht man natürlich auch einfache Lösungen zu finden.
Es entstehen Gerüchte über Verursacher möglicherweise, wie sie jetzt in anderer Form auch bei anderen Seuchen, auch bei modernen Seuchen, wie vielleicht auch Corona entstehen. Nicht mit den ganzen Konsequenzen, die es im Mittelalter hatte, aber natürlich gibt es auch jetzt Fake News, Gerüchte, die eben die Verbreitung auch auf Menschen zuschreiben letztendlich. Und da haben wir auch die Stigmatisierung im Mittelalter und der frühen Neuzeit für solche Personengruppen, die zumindest verdächtigt wurden, die Pest weiter zu verbreiten. Vielleicht nicht gerade zu verursachen, aber weiter zu verbreiten. Das waren fahrende Händler zum Beispiel, die dann nicht in Orte durften, Städte nicht betreten durften, oder wo man beim Anblick von solchen Personengruppen gleich gesagt hat, haltet euch zurück, die haben vielleicht die Pest. Ähnliches gibt es ja auch jetzt bei Covid-19, wo möglicherweise asiatische aussehende Personen eben Diskriminierungserfahrungen hatten oder auch solche, die als erste von der Krankheit befallen waren, dann irgendwie als Verbreiter bezichtigt wurden und gemieden wurden. Sowas gibt es natürlich auch in früheren solchen Zeiten, allerdings auch manchmal mit schweren Konsequenzen als heute zumindest. Wenn in früherer Zeit wieder einmal eine Seuche einen Landstrich oder eine Stadt heimsuchte, ist natürlich die verständliche und natürliche Reaktion der Bewohner erst einmal die Flucht. Man hat also versucht, sich eben dem Zugriff der Seuche zu entziehen, wohl wissend sicherlich auch, dass man sie damit auch verbreiten könnte, aber das hat die Leute natürlich letztendlich nicht daran gehindert. Was sie aber daran gehindert hat, war eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit, so wie es heute in den Sperrzonen natürlich auch ist. Damals eben, dass Bewohner der umliegenden Kommunen mit Waffengewalt eben die Leute aus den verseuchten Bereichen abgehalten haben, in ihr Dorf, in ihre Stadt hineinzukommen. Es war natürlich auch ein moralisches Dilemma dabei. Wie viel ethische Bedenken kann ich über den Haufen schmeißen, um überhaupt dann eben zu fliehen, nicht nur, weil ich andere Leute anstecken könnte, sondern natürlich auch, weil ich Leute zurücklasse, für die ich vielleicht Verantwortung habe. Auch damit haben sich die Menschen damals schwer getan, auseinandergesetzt. Ähnliches, wie es heute sicherlich auch so ist, fliehe ich eben aus einer bedrohten Region oder bleibe ich da und versuche zu helfen. Schon die ältesten Zeugnisse von solchen Ereignissen in der Geschichte der Menschheit, also aus Ägypten zum Beispiel oder dem Alten Orient, zeigen, dass die Menschen immer wieder Zuflucht im Glauben gesucht haben, religiöse Praktiken praktiziert haben, eben um die Seuche abzuwenden oder auch die Götter gnädig zu stimmen. Ähnliches natürlich dann auch im Mittelalter und der frühen Neuzeit. In der Kirche wurden Prozessionen veranstaltet, es wurden Messen extra gehalten, um die Pest zum Beispiel abzuwenden. Es gab natürlich dann auch Helfer, die angerufen wurden. Der bekannteste sicherlich eben auch für die Pest, der heilige Rochus, der selber die Pest gehabt haben soll, was man auch bei der Darstellung an der Pestbeule sieht, auf die er auch immer verweist, und der im späten Mittelalter eben den Kanon der Heiligen ergänzt hat und zu dieser Gruppe gestoßen ist als wirklicher reiner Pestheiliger. Heutzutage gibt es natürlich auch Zuflucht in der Religion, auch die Versammlung in Kirchen wurde ja doch vergleichsweise spät verboten oder letztendlich ausgesetzt, damit man eben noch relativ lange sich versammeln konnte dort zu religiösem Gebet. Und man kann sicherlich auch sagen, dieses Not lehrt beten, dieses Sprichwort ist durch alle Zeiten letztendlich aktuell. Um den Schutz besonders gefährdeter Berufsgruppen hat man sich natürlich auch in vergangenen Zeiten schon Gedanken gemacht. Zum Beispiel die Priester, die den Sterbenden oder Kranken beistehen sollten, sollten sich natürlich auch selber nicht anstecken. Viele sind auch geflohen aus Angst vor Ansteckung, aber die, die geblieben sind, die haben halt auch besondere Maßnahmen ergriffen, um eben möglichst lange zur Verfügung zu stehen. Zu solchen Geräten, die eingesetzt wurden, gehört auch dieser Kommunionstab hier. Dort wurde am einen Ende die Hostie, das geweihte Brot, eingeklemmt und konnte dann eben durch Mauerlücken oder durch Fenster ohne Berührung oder ohne sogar im gleichen Raum zu sein, den Erkrankten oder Sterbenden gereicht werden und ihnen somit der Trost der Religion nochmal zur Verfügung gestellt werden. Ebenfalls versucht hat man natürlich auch die Ärzte zu schützen, die mit den Kranken in Kontakt kamen, und da haben wir natürlich nochmal eine gute Parallele eben zum heutigen Versuch eben die Ansteckung zu vermeiden. Wir haben hier die Schutzkleidung eines Arztes aus dem 17. Jahrhundert, der Schnabeldoktor im Deutschen so genannt. Das ist eigentlich wirklich eine Schutzkleidung, die aus Mantel, Hut
und Gesichtsmaske besteht, wobei der Schnabel mit Kräutern gefüllt wurde, um eben die vermeintlich krankmachenden schlechten Dämpfe, die Miasmen, fernzuhalten und so die Ansteckung des medizinischen Personals zu vermeiden. Eine Methode, die sich nicht durchgesetzt hat, das war einer von vielen Versuchen, war aber weitgehend unpraktikabel. Deswegen hat sich das damals eben nur in einigen Fällen ergeben, dass es wirklich durchgeführt wurde. Es ist heute zwar das Symbol eigentlich für die Pest, aber hat mit der Pest insofern nur ganz kurz und auch nur sehr wenig eigentlich zu tun, weil es sich eben nicht als praktikable Schutzkleidung gezeigt hat. Anders natürlich die heutige Schutzkleidung der Ärzte, die eben auf ganz anderen Erkenntnissen beruht, als damals eben auf der Miasmentheorie. Der frühneuzeitliche Staat legitimierte seine Machtfülle auch natürlich über die Fürsorge für die Bevölkerung, auch die Gesundheitspolitik. Wenn man dort geschickt agierte und Gutes tat, konnte man durchaus an Ansehen gewinnen. Man konnte natürlich aber auch Ansehen verlieren, wenn man zum Beispiel floh, ohne letztendlich seine Ämter ausgefüllt zu haben. Das Erste, was eigentlich auf dem Plan stand in den vielen Gesetzen und Erlassen, die damals verabschiedet wurden, war die Isolation der Kranken, der Erkrankten. Und dies geschah normalerweise dann in Lazaretten, in Stationen, wo eben diese Kranken hingebracht wurden und dort die Quarantäne über sich ergehen lassen mussten. Von Quaranta 40, also eine 40-tägige Abgeschiedenheit der Personen und auch von Waren natürlich in einem solchen Lazarett. Damit konnte man sicher sein, dass eben keine Ansteckungsgefahr mehr von den Personen ausgeht. Hier haben wir also einen Idealplan eines solchen Pesthauses, eines Lazaretts außerhalb einer Stadt für Waren und für Personen mit vielen Gebäuden, letztendlich Lagerräumen, Gebäuden für Hunderte von Erkrankten, Verwaltungsgebäuden und Ähnliches, immer außerhalb der Städte, damit eben nichts letztendlich passieren kann, sich niemand ansteckt, meistens auch noch mit einem Wassergraben oder einem anderen Befestigungselement umgeben, damit eben keiner raus kann, der nicht raus soll. Wenn solche Lazarette überfüllt waren, dann kam es auch zu häuslicher Quarantäne, wie man das heute nennen würde, oder aber auch direkt zu solchen Maßnahmen, nämlich der Einschließung in dem eigenen Haus. Und das war natürlich, muss man sagen, bei der Pest eine Art Todesurteil für die Miteingeschlossenen, weil es mit einem Pestinfizierten natürlich schwer wird, letztendlich dem aus dem Weg zu gehen in einem geschlossenen Haus. Und da das natürlich auf wenig Gegenliebe stieß, wurden diese Häuser meistens auch dann von Soldaten bewacht. Die Versorgung erfolgte über die Kommune und die Kennzeichnung solcher Häuser erfolgte zum Beispiel mit solchen Zetteln, die dann auf die Türen geklebt wurden. Oder aber in anderen Regionen gab es andere Zeichen, Strohbündel, Strohkränze zum Beispiel, wie hier in Rheinland und Westfalen oftmals überliefert für die frühe Neuzeit. Ein besonders krasses Beispiel für Isolation ist natürlich die Abriegelung ganzer Ortschaften, wie es zum Beispiel natürlich jetzt auch in China gewesen ist. Sowas gibt es auch bei der Pestzeit, zum Beispiel im 17. Jahrhundert, 1682 wird das Dorf Niederzimmern bei Erfurt komplett abgeriegelt, militärisch abgeriegelt. Dazu gibt es diesen wunderbaren Plan, der das einmal darstellt. In der Mitte der Ort mit seinen beiden Kirchen, drumherum ja ein Kranz von Soldaten, Reiter und Fußsoldaten, Wachposten, die eben von den umliegenden Herrschaften gestellt werden, um zu verhindern, dass jemand in den Ort hineinkommt oder herauskommt. Und so wollte man die Ansteckung der Stadt Erfurt eigentlich verhindern. Es hat nicht geklappt, die Pest ist trotzdem dorthin gekommen. Aber das ist ein Beispiel eben, wie auch militärisch unterstützt ganze Ortschaften abgeriegelt werden konnten. Eine strenge Überwachung des Warenverkehrs und der Reisenden gab es natürlich auch schon in Pestzeiten. Es gab Gesundheitspässe, die ausgestellt wurden, um zu belegen, dass eben Waren oder Personen aus nicht pestbefallenen Gegenden kommen oder eben eine entsprechende Quarantäne bereits hinter sich haben. Erst dann durften sie in ein anderes Land einreisen, was natürlich gerade bei dem sehr kleinteiligen Deutschen Reich damals wichtig war, weil man ständig auf neue Grenzen stieß. Es wurden Erlasse herausgegeben, die auch alles regelten, was zur See beachtet werden musste, welche Schiffe einfahren durften, welche nicht. Und es gibt natürlich auch damals schon das komplette Schließen der Grenzen, auch durchaus noch befestigt, indem man zum Beispiel eine Mauer um ein ganzes Land gebaut hat, wie 1720 in Avignon. Dort hat die päpstliche Enklave sich quasi eingeschlossen, indem sie mit solchen Steinen eine Mauer 2 Meter hoch etwa gebaut hat, um ihr Territorium, um zu verhindern, dass Personen, Waren hineinkommen und damit die Pest letztendlich auch ausbreitet. Das Ganze hat auch nicht geklappt, bei so einem großen Territorium auch kaum verwunderlich.
und als die Pest im umliegenden Frankreich bereits zurückging, brach sie in Avignon erst richtig aus. Daraufhin haben dann die französischen Soldaten die Mauer besetzt und quasi die Stoßrichtung dieser Mauer umgekehrt. Aber wie gesagt, die Schließung ganzer Grenzen oder auch dauerhafte Kontrollen, wie zum Beispiel zwischen dem Habsburger Reich und dem Osmanischen Reich, gab es eine fast 1000 Kilometer lange, immerzu bewachte Grenze, wo auch ständig Quarantänemaßnahmen erfolgten und Waren und Personen kontrolliert wurden. Nicht nur in Stoßzeiten der Pest sozusagen, sondern dauerhaft über Jahrhunderte. Es hat sich letztendlich auch bewährt. Die Pest ist aus dem Osmanischen Reich nur selten ins Habsburger Reich übergesprungen. Also wirklich auch die Schließung ganzer Grenzen, wie wir es heute auch erleben. Dass das Zusammentreffen vieler Menschen an einem Platz letztendlich problematisch, auch im gesundheitlichen Maßstab ist, war selten im Bewusstsein der Leute. Natürlich konnte so die Seuche von Mensch zu Mensch besser weitergegeben werden, damals auch bei der Pest. So trafen sich zum Beispiel in Moskau 1770 viele Menschen vor einer als wundertätig geltenden Ikone, eine Mariendarstellung ähnlich wie diese, um eben für die Erlösung von der Pest zu beten. Der aufgeklärte Erzbischof damals von Moskau hat versucht, diese Versammlung zu unterbinden, indem er die Ikone wegtragen ließ. Die Leute haben aber eben nicht verstanden, dass das zu ihrem Besten sein sollte, um eben die Verbreitung der Pest zu unterbinden, sondern haben gedacht, man wollte ihnen eben diese letzte Hoffnung auch noch nehmen, durch das Anbeten dieser Ikone Heilung und Heil zu erlangen. Und darauf brach ein Aufstand los und der Erzbischof kam infolge dieses Aufstands auch ums Leben. Ja, auch in Pestzeiten gibt es nachweislich Einbrüche bei der heimischen Wirtschaft. Nicht nur, weil die Nachfrage letztendlich gesunken ist, weil weniger Leute eben noch am Leben sind und Produkte brauchen, sondern natürlich auch, weil die Produktion zum Stocken kommt. Und deswegen haben wir hier einmal dieses Grubenholz ausgestellt aus dem Blei-Silberbergbau in Essen. Und zwar ist nachweisbar mittlerweile in den Alpengletschern, dass die Abfallprodukte, die Emissionen letztendlich dieser Bleigewinnung des Mittelalters Mitte des 14. Jahrhunderts eben aussetzen. Das heißt, der gesamte Bleigewinnungsprozess ist zum Erliegen gekommen, wahrscheinlich eben, weil die Personen, die daran beteiligt sind, verstorben sind und nicht mehr genug Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Also nicht die Angst vor Ansteckung hat sie von ihrem Arbeitsplatz vertrieben, sondern damals tatsächlich der Tod. Also deutlich anders, als es im heutigen der Fall ist. Es gibt natürlich dann auch andere wirtschaftliche Auswirkungen auf andere Bereiche, die wir jetzt hier nicht ausgestellt haben, aber der gesamte Sektor war sicherlich sehr, sehr stark davon betroffen. Aus der Furcht der Menschen konnte und kann man natürlich auch Kapital schlagen. Wir haben hier zum Beispiel eine Zeitungsanzeige, wahrscheinlich aus dem Jahr 1878, wo der Apotheker ein bewährtes Mittel gegen alle möglichen Seuchen, Ruhr, Typhus, Cholera, aber auch die Pest letztendlich vertreibt, mit dem Hinweis, das sei schon durchaus erprobt und das für einen damals sehr, sehr hohen Preis für 5 Mark eben tatsächlich anbietet. Ob ihm damals bewusst war, dass das nicht hilft, wissen wir nicht, weil es zu der Zeit auch noch Theoretiker gab, die die Miasmentheorie befürworteten und dazu mag der Apotheker gehört haben. Allerdings wäre das sicherlich so gewesen, dass wenn die Pest tatsächlich gekommen wäre, sich die Person, die dieses Mittel aufgetragen hat, in falscher Sicherheit gewägt hätte, weil es natürlich überhaupt nicht gegen solche Krankheiten helfen konnte. Ein Aspekt, der den direkten Vergleich zwischen Corona und Pest schwerlich erlaubt, ist natürlich auch die heutige Situation in der Medizintechnik, in der Rettungstechnik. Heutzutage eben ein sehr professioneller und technisch sehr hochgerüsteter Bereich, wo man mit Spezialgeräten letztendlich hochinfektiöse Patienten ohne die Verseuchung der Umwelt sozusagen transportieren kann. Das ist natürlich vor Jahrhunderten nicht so gewesen. Da kannte man natürlich auch die ganzen Ansteckungswege noch nicht. Der Pesterreger ist auch erst seit etwa 125 Jahren bekannt und letztendlich, wie wir am Anfang gehört haben, ja auch heilbar. Aber trotzdem ist natürlich heute die Sicherheit, dass man mit so einer Technik eben ohne Gefahr für die Umwelt solche Patienten gut transportieren und danach auch behandeln kann. Ja, so viel einmal zu den, wenn auch beschränkten Vergleichsmöglichkeiten zwischen Pest und Corona. Wir hoffen, wir haben einige
der Fragen beantworten können, vielleicht auch noch neue Aspekte aufzeigen können. Wenn weitere Fragen sind, können Sie die gerne an unser Museum stellen. Ich verabschiede mich hier von Ihnen und wünsche Ihnen noch alles Gute.